Mit dem CAD-Profi-Programm können Sie schnell und bequem ein komplettes Gebäude von Grund auf entwerfen. Wir beginnen mit dem Entwurf eines Gebäudes, indem wir die Wände zeichnen. Mit dem Befehl P-Line zeichnen wir den Umriss des Gebäudes und geben dabei bestimmte Maße an. Mit dem Programm können Sie ein- und mehrschalige Wände zeichnen. Der Befehl enthält verschiedene Wandtypen, gruppiert nach Materialien oder Zweck. Der Benutzer kann schnell eigene Wandtypen definieren und speichern. CAD Profi ermöglicht das schnelle Zeichnen von Wänden entlang einer angegebenen Infolinie. Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn ein vorher gezeichneter Gebäudeumriss vorliegt. Beim Zeichnen einer Wand kann die Zeichenkante ausgewählt werden. Beim Zeichnen von Trennwänden ist es praktisch, mit einem Versatz zu zeichnen. Das Versatzmaß kann der Zeichnung entnommen werden. Um die Achsen eines planaren Gitters zu zeichnen, ist es am besten, ein Rechteck entsprechend den Kanten der Wände zu zeichnen und dann den Befehl Offset zu verwenden, um einen Versatzwert zur Bestimmung der Zielgrenzen des Gitters anzugeben. Im nächsten Schritt ist es praktisch, alle CAD-Profi-Ebenen außer den Achsen auszublenden. Mit dem Befehl Extend verlängern wir alle Wandachsen. Zum Schluss schalten wir alle Ebenen wieder ein. Achsenmarkierungen sind über den Befehl Symbole und Beschriftungen verfügbar. Beim Einfügen von Beschriftungen ist die Option Einfügen anordnen ausgewählt, sodass das ausgewählte Symbol schnell in alle Achsen eingefügt wird. Nachdem die Zeichnung erstellt wurde, kann es notwendig sein, den Skalierfaktor für den Linientyp entsprechend anzupassen. Dies geschieht am einfachsten in den CAD-Profi-Einstellungen. Die Änderung des Skalierfaktors erfordert auch eine Auffrischung der Dicke der Wanddämmschichten. Wenn der Befehl Wände gestartet wird, schlägt das Programm automatisch vor, die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Das CAD-Profi-Programm verfügt über eine vollständige Bibliothek von Durchlässen, Schornsteinen und Schwerkraftlüftungskanälen. Es steht ein Konfigurator zur Verfügung, der eine einfache und visuelle Auswahl der Lüftungskanäle ermöglicht. Eine bequeme Möglichkeit, die Abmessungen zu bestimmen, ist die Option Abstände übernehmen aus der Zeichnung. Auf den Miniaturansichten befinden sich Einfügepunkte, die das präzise Einfügen von Objekten in den Entwurf erleichtern. Beim Einfügen können Sie die charakteristischen Merkmale des CAD-Programms verwenden, in diesem Fall Rechtwinkligkeit. Beim Einfügen von Objekten kann der Drehwinkel des Objekts in die Befehlszeile eingegeben oder ein Punkt angegeben werden, der diesen Winkel definiert. Bei Bedarf können alle Bearbeitungsbefehle des CAD-Programms genutzt werden, darunter Verschieben, Drehen, Spiegeln und so weiter. Alle CAD-Profi-Objekte sind parametrische Elemente, sodass der Benutzer beliebige Maße angeben kann. Es besteht auch die Möglichkeit,
Objekte mit eigenen Maßen in den Programmbibliotheken zu speichern. Im CAD-Profi-Programm steht im Befehl Öffnungen eine parametrische Bibliothek für Fensterbau und Türen zur Verfügung. Um ein Fenster einzufügen, geben Sie die gewünschte Wandkante an. Es verbindet sich automatisch mit dieser und ermöglicht die Bewegung des Fensters entlang der Wand. Es ist möglich, ein Fenster mit den gewünschten Maßen auszuwählen oder eigene Maße anzugeben. Ebenfalls können am häufigsten verwendete Fenster der Bibliothek hinzugefügt werden. Um den Einfügepunkt zu bestimmen, geben Sie einen Versatzwert ein. Elemente können in verschiedenen Ansichten eingefügt werden. Der Benutzer kann leicht seine eigenen Maße definieren. Beim Einfügen wird die Öffnungsrichtung der Tür bestimmt. Das Programm verfügt über eine Quick Edit Option. Ein Doppelklick auf ein Element zeigt die Bearbeitungsoptionen an, darunter Änderung der Öffnungsrichtung der Tür. Für jede Planzeichnung stehen Einfügepunkte zur Verfügung. Mit dem Befehl Symbole und Beschriftungen kann der Benutzer schnell notwendige Beschriftungen einfügen. Im CAD-Profi-Programm ist es möglich, Räume oder andere Nutzflächen zu definieren und zu beschriften. Um Raumstempel einzufügen, verwenden Sie den Befehl Räume. Flächen definieren im Menüband Architektur. Informationen zum definierten Raum werden im ausgewählten Raumstempel gespeichert. In den Auswahl- und Bearbeitungsfeldern kann der ausgewählte Wert angegeben werden. Das Programm ermittelt automatisch den Umfang der Räume und berechnet deren Fläche. Mit der Option Logische Raumteilung können Räume, die nicht durch Wände getrennt sind, logisch aufgeteilt werden. Mit Hilfe der Pfeiltasten
kann nach der kleinsten freien oder fortlaufenden Raumnummer im Projekt gesucht werden. Nach Änderungen an der Zeichnung aktualisiert das Programm automatisch den Wert der Raumfläche. Mit dem Befehl Stückliste können Sie verschiedene Ausdrucke und Datenauszüge erhalten. Der Benutzer kann die Datenausgabe wählen und das Layout an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Durch den Export in eine CSV-Datei können die Daten in einer Datei gespeichert werden, die dann in beliebiger Weise verwendet werden kann, zum Beispiel zur Berechnung der Gesamtfläche oder des Gesamtwärmeverlusts eines Gebäudes. CAD Profi Architectural hat einen Generator, der das automatische Zeichnen von Treppen mit ausgewählten Parametern ermöglicht. Eine bequeme Möglichkeit, Abmessungen zu ermitteln, ist die Verwendung der Option Abstände übernehmen aus der Zeichnung. In die Zeichnung eingefügte Treppen können frei bearbeitet werden. Um eine übersichtliche Zeichnung zu erstellen, kann der Benutzer einige Ebenen ausblenden. CAD Profi Architectural verfügt über eine umfangreiche Bibliothek an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Das Programm verfügt über eine Suchfunktion, mit der schnell die gewünschten Elemente gefunden werden können. Beim Einfügen von Möbeln besteht die Möglichkeit, eine Liste der eingefügten Objekte zu erstellen. Dadurch können Benutzer das ausgewählte Möbelstück an mehreren Stellen platzieren, ohne den Befehl erneut ausführen zu müssen. Mit der Option Mehrmals einfügen wird das ausgewählte Objekt an mehr als einer Stelle eingefügt, ohne den Befehl erneut auszuführen. Mit dem Befehl CAD Profi bearbeiten können unter anderem die Maße des ausgewählten Elements geändert werden. Mit dem Befehl Quick Edit können Möbel direkt in der Zeichnung bearbeitet werden. So kann unter anderem das ausgewählte Möbelstück kopiert, gedreht und gespiegelt werden. Eine bequeme Art der Bemaßung ist die Möglichkeit, die Bemaßung direkt aus der Zeichnung zu übernehmen. Elemente können mit verschiedenen Einfügepunkten eingefügt werden. Der Befehl verfügt über modulare Schränke, bei denen der Benutzer die Art der Tür, den Griff und die Schrankgröße wählen kann. Der Benutzer kann zwischen einer detaillierten oder vereinfachten Ansicht des Schrankinneren wählen.
Während der Entwurfsphase ist es jederzeit möglich, alle Schrankkomponenten zu ändern. Mit dem Befehl Dächer kann der ausgewählte Dachtyp mit benutzerdefinierten Maßen schnell in die Zeichnung eingefügt werden. Eine bequeme Möglichkeit, die Maße zu bestimmen, ist die Option, die Maße direkt aus der Zeichnung zu übernehmen. Das in die Zeichnung eingefügte Dach kann frei bearbeitet werden. Der Befehl Öffnungen bietet eine parametrische Bibliothek für Fensterbau, einschließlich Dachfenster und Dachluken. Das Programm berechnet automatisch die Fläche der Schräge, deren Wert unter anderem mit dem Befehl Attribute und Beschriftungen überprüft werden kann. Das Programm verfügt über einen Befehl, der die Bemaßung von Gebäuden erleichtert. Der Bemaßungsstil kann frei an die Bedürfnisse des Planers angepasst werden. Bei der Bemaßung wird die Position der Hauptbemaßungslinie angegeben und anschließend die zu bemaßenden Punkte bestimmt. Es besteht die Möglichkeit, die bestehende Maßkette fortzuführen. Um die Seitenlinie zu verkürzen oder zu verlängern, können wir den Befehl Hilfslinien verlängern, verkürzen verwenden. Das Programm ermöglicht, eigene Maße zu definieren. Der Befehl Weitere Ansicht einfügen ermöglicht es dem Planer, zuvor in der Draufsicht eingefügte Fenster und Türen schnell auf eine Fassadenansicht, Rückansicht zu übertragen. Mit der Option Befehl wiederholen kann ein bestimmtes Objekt mehrmals in die ausgewählte Ansicht eingefügt werden, ohne den Befehl erneut auszuführen. Die in CAD Profi verfügbaren Objekte können in vielen Ansichten in die Zeichnung eingefügt werden, sodass der Planer eine Zeichnung problemlos in Draufsicht, Schnitt- oder Fassadenansicht, Rückansicht erstellen kann.
CAD Profi Architectural verfügt über eine Bibliothek von Stahldachrinnen, PVC-Dachrinnen und Fallrohren, einschließlich Zubehör. Das Dachrinnensystem ermöglicht das Zeichnen ganzer Rinnenstränge mit automatischem Einsetzen von Rinnenhaltern und Verbindern. Es ist ebenfalls möglich, Verbindungen über Ecken herzustellen. Beim Verbinden verlängert oder verkürzt das CAD Profi-Programm automatisch die angeschlossenen Dachrinnen. Dank einer Bibliothek von Elementen wie Rinnenabflüssen, Rohrschellen, Rinnenblenden, Bögen, Abzweigen, Sinkkästen usw. kann der Benutzer ein komplettes Dachentwässerungskonzept erstellen. Zeichnen der Dachrinnen in der Fassadenansicht einschließlich Ecken und Rinnenabflüssen. Einsetzen von Fallrohren. Je nach ausgewähltem Objekt sind unterschiedliche Ansichten verfügbar. Einsetzen eines Regensinkkastens für Fallrohre. Eine bequeme Möglichkeit, die Maße zu bestimmen, besteht darin, die Option Abstände übernehmen aus der Zeichnung zu verwenden und den Befehl Anordnen zu benutzen, der es ermöglicht, die Rohrschellen in gleichen Abständen entlang des angegebenen Abschnitts zu platzieren. CAD Profi Architectural ermöglicht es, Bauprojekte schnell zu beschreiben. Eine Art der Kennzeichnung sind Höhenkoten. Das Niveau von Höhenkoten kann automatisch relativ zum Ursprung des lokalen oder globalen Koordinatensystems berechnet werden. Wird der Bezugspunkt einer Höhenbezeichnung geändert, werden die zugehörigen Höhenkoten automatisch aktualisiert. Das Programm verfügt über viele weitere Symbole, unter anderem topografische Symbole, Pfeile, Eingangsmarkierungen,
Geländeneigungen und andere. Nach Erstellung eines Projekts kann eine Materialzusammenstellung erstellt werden. Der Stücklistenassistent verfügt über viele vordefinierte Stücklisten und Legenden für verschiedene Branchen und Hersteller. Der Benutzer kann die Parameter jeder Zusammenstellung frei ändern, zum Beispiel hinzufügen, löschen oder die Reihenfolge der gedruckten Daten ändern. Der Benutzer kann die in der Kopfzeile gedruckten Daten bearbeiten und ein grafisches Logo auswählen. Die Zusammenstellung kann in einer CSV-Datei gespeichert und anschließend als Tabelle geöffnet werden. Nach dem Export der Zusammenstellung in eine Tabelle können die erforderlichen Berechnungen oder andere Datenanalysen durchgeführt werden. Die Stückliste kann in verschiedenen Dateiformaten gedruckt oder gespeichert werden. Eine Druckvorschau ist ebenfalls verfügbar. Eine Art von Zusammenstellungen in CAD Profi sind grafische Legenden. Bevor eine Legende in einer Zeichnung platziert wird, kann der Benutzer verschiedene Parameter festlegen, darunter Texthöhe, Legendenbreite, Layer der Symbole und andere. CAD Profi enthält Blattrahmen, Planköpfe und andere Objekte, die verwendet werden bei der Vorbereitung eines Projektes für den Druck. Diese Objekte können direkt im Papierbereich, das heißt in den Druckbögen, verwendet werden. Das Druckfenster in einem CAD-Programm enthält viele Einstellungen, wie zum Beispiel Druckerauswahl, Papiergröße, Zeichnungsausrichtung, Druckstil und andere. Vorgefertigte Deckblattvorlagen stehen im Befehl Blattrahmen und Planköpfe zur Verfügung. Sie enthalten Bearbeitungsfelder mit grundlegenden Projektdaten. Nach dem Einfügen der Seite erstellen wir ein neues Blatt mit dem Grundriss des Erdgeschosses. Der Benutzer hat die Möglichkeit, Hilfsebenen zu deaktivieren, sodass diese nicht gedruckt werden. Mit Viewports kann ein Ansichtsfenster eingefügt werden, das die Modellansicht enthält. Mit der Option Anpassen wird das Ansichtsfenster an die Größe des Blattes angepasst. Der Zielmaßstab der Zeichnungen muss beim Erstellen des Blattes angegeben werden. Dies geschieht am einfachsten im Eigenschaftsfenster. Mit dem Befehl Blattrahmen und Planköpfe kann der Benutzer einen Plankopf einfügen, der an die Größe des Blattes angepasst ist. Der Befehl verfügt über eine Reihe verschiedener Blattrahmen, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten sind. Um die Skalierung des Linientyps im Blatt zu deaktivieren, ändern wir den Wert der Systemvariablen PSLT-Scale auf 0. Der Benutzer kann die Blätter umbenennen und sich eine Druckvorschau anzeigen lassen.